Der französische Forscher Jacques Vallée schilderte in seinem Buch Konfrontationen von 1990 eine Reihe verstörender Vorfälle, bei denen Menschen in Brasilien mit rätselhaften Himmelserscheinungen in Kontakt gerieten. Diese Begegnungen werden oft als UFO-Erlebnisse beschrieben, doch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern enden sie in Brasilien nicht selten mit ernsthaften Verletzungen der Betroffenen oder sogar tödlich. In diesem Beitrag erzähle ich 3 dieser Fälle in freier erzählerischer Form nach. Nun folgt die erste Geschichte. Begegnung mit einem Chupacabra nach einer wahren Begebenheit. Der Regen hatte aufgehört, als Manuel die Tür seiner kleinen Hütte am Rande des Waldes hinter sich zuzog. Der Geruch von feuchter Erde lag in der Luft. Die Abendsonne war nur noch ein matter Streifen hinter den Baumwipfeln. In der Ferne riefen Papageien in die Dämmerung. Manuel, 46 Jahre alt, trug die Jahre wie Ringe im Holz, knorrig, wettergegerbt, misstrauisch gegenüber allem, was nicht aus Erde, Schweiß und Pulverdampf bestand. In Parnarama, im brasilianischen Hinterland, war er bekannt wie ein Fels. Wochenlang verschwand er in der Wildnis, lebte vom Wald, vom Fluss, von dem, was er mit seinem Gewehr jagte. »Du gehst nicht da raus, Manuel«, hatte seine Frau gebeten, als er sich an jenem Herbstabend 1982 die Patronen in die Westentasche schob. »Ramon ist tot. Die Leute sagen, ein Chupacabra hat ihn geholt.« Manuel hatte gelacht. Ein trockenes, kehliges Lachen. »Mujer, das sind Geschichten für Kinder. Ich fürchte höchstens den Hunger, und der sitzt da draußen, mit Zähnen.« Er küsste sie auf die Stirn, zuckte mit den Schultern und verschwand zwischen den Bäumen. Es war eine klare Nacht. Die Grillen zirpten. Manuel hatte schon vor Einbruch der Dunkelheit ein Reh erlegt, hatte das Fleisch auf einen Ast gehängt, weit genug über dem Boden. Dann spannte er seine Hängematte zwischen 2 Bäume, legte sich hinein und lauschte den Lauten des Waldes. Bald fielen ihm die Augen zu. Er wachte auf, weil es plötzlich totenstill war. Ein leises Brummen zerschnitt die Luft. Als er die Augen öffnete, waren da 2 Lichter, lautlos schwebend, wie Augen aus einer anderen Welt. Einer der Strahlen richtete sich auf ihn, blendend weiß, mit einem Kern aus pulsierendem Rot. Reflexartig griff Manuel nach seiner Flinte. Der erste Schuss zerriss die Nacht. Nichts. Der zweite Schuss verschwand im Licht. Panik überkam ihn. Ohne nachzudenken sprang er aus der Hängematte, rannte los, stolperte durchs Unterholz. Äste peitschten ihm ins Gesicht, Dornen zerrissen seine Kleidung. Das Ding folgte ihm, langsam, unaufhaltsam. Der Lichtstrahl suchte ihn, fand ihn, und jedes Mal, wenn er ihn traf, sackten seine Knie weg. Es war, als entziehe ihm das Licht seine Kraft. In seiner Nase brannte ein beißender Gestank wie fauliges Fleisch gemischt mit Schwefel. Er würgte. Er warf sich in den nächsten Busch, kroch auf Händen und Knien weiter. Dann entdeckte er ein Loch im Fels, eine Höhle. Mit letzter Kraft schleppte er sich hinein, kauerte sich an die kalte Wand. Es war still. Nur sein Herz raste, seine Lungen rangen nach Luft. Doch das Licht verschwand nicht. Es stand vor dem Höhleneingang, wartete. Der rote Strahl leuchtete hinein, blendete ihn. Seine Augen tränten, sein Kopf dröhnte. Benommen kroch er hinaus, fiel auf die Knie. Er wusste nicht mehr, wo oben oder unten war. Er spürte nur, wie seine Kleidung in Fetzen hing, wie Blut seine Beine hinabbrann. Die Schuhe waren weg. Die Haut an seinen Füßen war aufgerissen, geschwollen. Stunden vergingen. Er lief, stolperte, fiel, rappelte sich auf. Irgendwann riss er ein Stück Stoff aus seinem Hemd, presste es sich auf Nase und Mund. Der Gestank ließ nach. Vielleicht war es das, was ihn rettete. Als der Morgen graute, erreichte er Lagoa de Dentro. Ein winziges Dorf, versteckt im Wald, kaum mehr als ein paar Hütten. Er klopfte an die erste Tür, die er fand. Ein Junge öffnete.
Manuel starrte ihn an, die Lippen spröde, das Gesicht voller Kratzer. Der Junge wollte etwas sagen, doch dann sah er das Ding am Himmel. Es war da. Immer noch. Lautlos. Wie ein Kühlschrank, hatte der Junge später gesagt. Aus einer Seite schoss das rote Licht, dann verschwand es. Manuel brach zusammen. 2 Tage lang kümmerten sich die Leute um ihn, sie wuschen seine Wunden, kühlten sein fiebriges Gesicht. Eine tiefe Risswunde am Bein, entzündete Füße, unzählige Schnitte, Schürfwunden, Stiche. Als er wieder nach Hause kam, redete er kaum. Wenn jemand fragte, winkte er ab. Nur seine Frau erzählte leise, was sie aus ihm herausbekommen hatte. Doch diese Nacht hatte etwas in ihm zerbrochen. Die einstige Überzeugung und der eiserne Glaube an die Realität verloren sich. Und eines war sicher: Seit jener Nacht sprach Manuel nie wieder laut über Dinge, die es nicht geben durfte. Er, der Macho, der Skeptiker, hatte eine Wahrheit erlebt, die er nicht leugnen konnte. Die Schatten der Begegnung mit dem Unbekannten hatten sich in sein Herz eingebrannt. Eine Warnung und ein Geheimnis zugleich. So lebt die Erinnerung an diesen unheimlichen Herbsttag weiter, im Wald, den Manuel nun mit anderen Augen sieht, in den Geschichten seiner Frau und Kinder, die ihr Bild von ihm für immer geprägt haben. Sie erzählen von einem Mann, der das Unfassbare suchte und fand, und der sich letztlich eingestehen musste, dass manche Dinge größer sind als der stärkste Wille und der tapferste Schuss in die Dunkelheit.